Weil wenn du dazu sagst, ich möchte nicht mehr, dann möchtest du ja auch nicht mehr leben. Dieses Video ist sehr, sehr wichtig für Peters Zukunft. Leute, es ist jetzt 6 Tage her, an dem ich Peter auf der Straße angesprochen habe und ihm einen neuen Look verpasst habe. Vor 6 Tagen haben wir entschieden, Peters Leben zu ändern, beziehungsweise ihn von der Straße zu holen. Das 7 Days Hotel hat uns das Hotel von Montag bis morgen, also Sonntag, zur Verfügung gestellt. Seitdem ist Peter bei uns von morgens bis abends im Barbershop und verbringt mit uns den Tag. Er ist schon ein Teil von uns geworden und das seht ihr in den Instagram-Stories von mir immer. Viele Leute von euch haben mir geschrieben, dass sie ihn finanziell unterstützen möchten. Und das Hotelzimmer läuft morgen aus und ich möchte nicht, dass Peter noch einmal auf der Straße schläft und ich denke, das möchtet ihr auch nicht. Ich möchte ihm einen Puffer schaffen und das Hotelzimmer verlängern, das müssen wir aber bezahlen, damit wir die ganzen Amtsgänge machen, damit wir ihm einen Ausweis besorgen, eine Identität, dass wir ihn hier anmelden können, dass wir ihm einen Job besorgen. Ich möchte einfach, dass er ein Dach über den Kopf hat, wo er sich duschen kann und ein warmes Bett hat. Deswegen habe ich ein Spendenkonto errichtet, das ist hier unten in der Infobox. Ich möchte nicht, dass jemand 10, 20 Euro spendet. Ich möchte, dass jeder, der einen PayPal-Account von euch besitzt, nur einen einzigen Euro spendet. Und mit diesem Geld hätten wir Peters Leben zu 100% verändert. Und ich bin mir sicher, dass wir das Ganze schaffen und eine Summe erreichen, sodass wir diesen Puffer für Peter oder sogar mehr erreichen werden, dass wir seine Wohnung bezahlen können, dass wir sogar die Wohnung mit Möbel ausstatten können. Das wäre einfach ein Traum. Ich bin mir sicher, dass wir das Ganze schaffen. Viele Leute möchten Peters Story wissen. Warum ist er auf der Straße gelandet? Was hat er erlebt? Welche Wünsche hat er? Welche Ängste hat er? Ich habe mich gestern Abend mit ihm eine lange Zeit hingesetzt und ein Gespräch mit ihm gehalten, eure Fragen gestellt, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Es war ein sehr emotionales Gespräch, Leute. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Peter bei uns ist. Und ich danke jeden einzelnen von euch für eure Unterstützung. Und diese Story geht weiter, Leute. Wir verändern Peters Leben. Hey Peter, alles klar? Ja, alles gut. Wie geht's dir? Oh, super. Was hast du gedacht, als ich dich angesprochen habe zum ersten Mal? Ah ja, wenn man in der Obdachlosen-Szene ist, wird man oft Fragen gefragt. Wie kommt es dazu? Warum? Hast du nichts Besseres zu tun? Bis hin zu geh doch arbeiten, ja? Die volle Palette, ja? Was halt Leute sich gerade trauen oder was sie gerade interessiert. Ne? Wie alt bist du? Ich bin 52. Stell dich mal vor. Ja, ich heiße Peter. Ja, ich bin in Slowenien geboren. Ich bin jetzt seit den 70er Jahren in Deutschland. Ich bin also als kleiner Junge mit 5 Jahren gekommen. Ich habe den Kunstschmied als Schlosser gemacht, habe dann Messregelsteuerungstechnik gemacht und daraufhin bin ich nochmal auf die Schule für Kommunikationselektronik, Schwerpunkt Datentransfer. Ja, mein Vater war von Berufung war er Bischof und von Beruf war er Neurologe und tätig gewesen ist er die ganze Zeit für die Vereinten Nationen. Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, ich habe nie viel Zeit gehabt, mit meinem Vater zu verbringen. Ja. Unsere Verbindung war sehr professionell gewesen. Es ist für die Leute da draußen, auch für mich, ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie ein Mann wie du mit so einem Bildungsgrad und ja, so intellektuell wie du bist, auf der Straße gelebt hat. Wie lange hast du denn auf der Straße gelebt? Also ich habe aneinander gekettet bestimmt 7 Jahre auf der Straße gelebt, von den letzten 15 Jahren. Und das hat sich daraus ergeben, dass halt mein Leben, obwohl ich geschützt wurde durch internationale Schutzabkommen und Schutzurteile,
der Gerichte in Straßburg für Menschenrechte, Den Haag für internationales Kriminalrecht und New York für internationales Recht und Menschenrechte, das der UNO angehört. Ja. Vor was musstest du denn geschützt werden? Ich musste geschützt werden vor den Leuten, die wir überwältigen mussten. Ja. Die wir dazu bringen mussten, dass sie ihre Tätigkeiten einstellen. Und das ist der Grund, warum du auf der Straße gelebt hast? Ja, das haben andere versucht zu unterwandern, mein Leben quasi in unsicheres Fahrwasser gebracht. Wie ist es, auf der Straße zu leben? Wie ist es? Also, was fehlt einem? Was bereichert es einen auf irgendeine Art und Weise in manchen Punkten? Ich kann mir vorstellen, für 8 Stunden auf der Straße zu leben, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, mit dem Schlafsack eine Nacht draußen zu schlafen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in meinem Kopf, dass ich weiß, ich habe kein Zuhause, sondern mein einziges, alles was ich habe, ist hier in meinem Rollkoffer und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wie ist dieses Gefühl, auf der Straße zu leben? Ja, es gibt ein besseres, ja. Ein dicker Bauch, wenn man den will. Die Latte Macchiato, der süß über die Nase qualmt. Schön heiß und das warme Bettchen sozusagen. Diese figurativen Vorstellungen vom trauten Heim. Das war dann im Endeffekt, war es sicherer gewesen, auf der Straße zu wohnen. Ja, aber hast du dich auch sicher gefühlt dann auf der Straße? Weil du wusstest, du kannst von A nach B, wann du möchtest. Ja, wenn es auf der Straße, wenn es halt dicke Luft gab und dann hat man sich einen neuen Ort ausgesucht. Ja. Aber wie hast du dir deine Zeit vertrieben auf der Straße? Wie war dein Alltag? Ja, mein Alltag bestand darin, dass ich halt Pfand gesammelt habe, um meine Verpflegung zu gewährleisten. Und was dann halt übrig geblieben ist, man ist natürlich auch sehr hungrig geworden. Man lief ja 10, 20 Kilometer, nur um das Pfand zu suchen jeden Tag. Und wenn dann halt was übrig gewesen ist vom Pfandgeld, und dann hat man halt versucht zu teilen. Mit anderen? Mit anderen, und das ist halt ein Geben und ein Nehmen. Das ist wirklich schön zu hören, ja, dass jemand, der nicht viel hat, von Pfand sammeln, sogar noch mit anderen teilt. Wir in der Gesellschaft, es gibt Leute, die haben zu Genüge Geld und teilen nichts, geben nicht mal vielleicht einen Euro an die Menschen auf der Straße. Ja? Und sowas zu hören, das berührt mich. Ja? Dass jemand, der, wie du sagst, 10, 20 Kilometer am Tag läuft, Pfand einsammelt und das, wenn er gesättigt ist, noch an andere weiterteilt. Respekt. Ja, Weihnachtsschreck, den gibt es überall. Ja? Den Grinch, den gibt es überall. Wie viel Geld hast du an einem Tag gemacht? Also wenn es gut lief, sind selten 50 Euro bei rausgekommen. Durch Pfand? Durch Pfand, selten. Ja. Weniger selten 20, 30 Euro, aber 10, 15 sind praktisch immer bei rausgekommen. Und wie viel hast du gebraucht am Tag? Also ich brauche am Tag, ich habe auf der Straße am Tag, so wie ich gegessen habe, musste ich mindestens 5 Euro haben. 5 Euro. Und den Rest hast du dann geteilt? Den Rest habe ich geteilt. Wow, krass. Gab es auch irgendwie Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich möchte nicht mehr? Nee, das ist keine Option. Weil wenn du dazu sagst, ich möchte nicht mehr, dann möchtest du auch nicht mehr leben. Und wer will das schon? Hast du Emotionen? Ich habe Emotionen, ja, aber sie bewegen sich meistens in der Richtung Liebe. Hast du Angst, Wut, Trauer?
Das empfinde ich wie jeder andere Mensch auch. Nur ich versuche, die Wut in Liebe umzuwandeln. Sehr schön. Ich versuche, Hass, wenn er aufkommt, zu relativieren, weil ich sehe immer den Menschen auf der anderen Seite. Sehr, sehr schön. Sehr schöne Worte. Hattest du eine Beziehung, hattest du eine Frau? Ja, ich war verheiratet. Ich war mit einer Amerikanerin verheiratet. Wir waren Zivilisten in der US-Armee, obwohl wir diese ganzen Schutzmaßnahmen hatten, ist unser Leben gefährdet worden und die Beziehung ist zerrüttet worden. Ja, und letztendlich sind wir dividiert worden durch diese Einflüsse. Wie war deine Beziehung? Meine Beziehung mit meiner Frau war sehr liebevoll. Wir hatten einen Kinderwunsch, meine Frau hat leider ein paar Kinder verloren. Ja, und danach war es für mich nicht angebracht, ihr da weiter Hoffnungen zu machen. Ja. Hast du jetzt einen Kinderwunsch? Ich möchte die Entscheidung für eine Familiengründung noch diskutieren mit einer Partnerin, ja. Also du bist nicht abgeneigt, eine Partnerin kennenzulernen in der nächsten Zeit? Nicht sofort. Ich muss erstmal ein paar Flöhe abschütteln, ja. Ich muss also persönliches Sanity anwenden, ja. Das ist, man kann nicht von der Straße kommen und sagen, man ist fähig, eine Beziehung zu führen. Ich bin nicht gänzlich unfähig, eine Beziehung zu führen, aber in der Kondition, in der ich mich befinde, möchte ich keine Beziehung führen. Ja. Aber eine Beziehung fange ich immer so an, indem ich eine Freundschaft erwachsen lasse. Ja. Und aus der Freundschaft heraus erwächst eine Beziehung. Und anders mache ich es auch nicht. Diese Sachen, die du aufgezählt hast, die du auf der Straße vermisst hast, wie ein Latte Macchiato, warmes Bett, möchtest du diese Sachen wieder haben? Ja, ich glaube, das ist schon erstrebenswert. Ja. Es ist kein Dauerzustand, ständig draußen Biwak zu machen. Ja. Möchtest du was trinken? Ja, ich nehme einen Schluck. Wir kennen uns jetzt seit 5 Tagen. Lass mal diese 5 Tage Revue passieren. Ich habe die letzten 5 Tage als Erholung empfunden. Ja. Wie ist es, auf der Straße zu leben? Was sind da für Menschen? Du warst ja in Frankfurt davor, hast du gesagt. Wenn ich in Frankfurt am Bahnhof auf der Kaiserstraße laufe, nach 15 Minuten fühle ich mich da schon unwohl. Drogen hier, dann Kriminelle da. Aber du warst in Frankfurt und hast 24 Stunden auf der Straße gelebt. Wie hast du das gemacht? Was hast du erlebt? Ja, die Menschen musst du sie lieben. Mitten in ihren Problemen, in ihren Schmerzen und in ihren Belastungen musst du sie so aufnehmen, wie sie sind. Du hast mir ja gesagt, du nimmst keine Drogen und du trinkst vielleicht mal alle paar Wochen Wein. Wie schaffst du das? Die Menschen, die Drogen konsumieren, vor allem wenn sie harte Drogen nehmen, kompensieren Schmerzen mit Drogen. Ich sehe das ja täglich, mindestens 800 bis 1500 Menschen schreiben dir jeden Tag. Ja. Du siehst die Profile, du kannst draufgehen, von jung bis alt, und dann triffst du einen Menschen und ich selber denke so, hey, warum gerade hier so einen überkrassen Einsatz? Also wir selber alle denken, hey, was ist also egal was ist, wenn man heute anruft, dann ruft man den Peter an, weil er jetzt ein Handy hat, um dich zu erreichen. Ja, ja. Was hat dich so bewegt bei ihm? Also ich muss wirklich sagen, als ich hingerannt bin, ja, und ihm Hallo gesagt habe, ich habe noch nie gesehen, wenn ich jemandem Hallo gesagt habe, dass er gleich lacht, ja, so ein sympathisches Lächeln da, im Gesicht hat, erstmal die Handschuhe auszieht und mir die Hand gibt. Ja, und wirklich so herzlich, wie du mir geantwortet hast, als ich hingekommen bin, so, hi, mein Name ist Aki, ich habe einen YouTube-Kanal und du, hallo und so. Also war wirklich, da habe ich gemerkt, okay, du bist der Richtige. Ja, und ich war erstmal enttäuscht, als du gesagt hast, ja, können wir leider nicht machen. Da dachte ich mir, nein, oder? Und dann hat Ahmed gesagt,
komm, wir machen doch nur ein bisschen die Konturen sauber, ein bisschen die Haare. Und dann hast du gesagt, machen wir. Und da war ich wieder richtig glücklich. Ja, dann hast du gesagt, Haare abschneiden. Dann habe ich gesagt... Und ja, da fing es dann halt an. Wir sind ja dann in den Laden und dann war erstmal geplant, dass wir nur die Haare schneiden. Und dann haben wir gesagt, ey, guck mal, wie der Mann aussieht. Was für eine Statur. Wir brauchen ein Gentleman-Outfit bei dir. Und dann hat sich das nach und nach alles so entwickelt, dass man gesagt hat, hey, was ist mit deinem Leben? Und dann hast du uns voll überzeugt von deiner Art, intellektuell, gebildet und selbstbewusst und so und einfach herzlich. Und dass wir gesagt haben, hey, er darf nicht mehr auf die Straße. Er darf nicht mehr auf die Straße. Und das haben die Leute in den Kommentaren genauso gesagt. Die verstehen das nicht. Viele haben sogar gesagt, Fake. Viele haben sogar gesagt, dass du gar nicht auf der Straße lebst. Mhm. Ja? Und für mich war das natürlich vom Anblick her so ein Bart und so Haare. Ja? Vom Anblick her obenrum war es auf jeden Fall der Fall. Aber dann später in dem Outfit, wie du dich benommen hast, war absolut 0,0 für mich ersichtlich, dass du auf der Straße lebst. Ja? Und deswegen war es uns wichtig, dass wir deinen Weg weiterverfolgen, weil du möchtest das auch gar nicht. Du möchtest das auch gar nicht. Ich habe einen kennengelernt in Berlin, der Horst. Die Leute kennen den Horst. Die haben gesagt, ich habe ihm gesagt, kann ich dir einen Job besorgen? Was hältst du davon, wenn wir dir eine Wohnung besorgen oder einen Wohnwagen sogar? Der meinte, nein, ich will nie wieder arbeiten und ich möchte auch keine Wohnung. Ich möchte zelten draußen mit meinen Kollegen auf der Platte. Er wollte das nicht. Dir habe ich Geld angeboten. Du hast gesagt, ich möchte kein Geld. Ich habe noch 200 Euro in der Tasche. Welcher Mensch auf der Straße sagt sowas? Dass er sagt, hey, nee, ich möchte kein Geld, ich habe 200 Euro. Und welcher Mensch ist bei mir im Barbershop und bekommt mit, dass der eine Friseur die ganze Zeit den anderen Friseur fragt, ey, hast du mal Feuer? Und du gehst raus, ohne denen was zu sagen und kaufst ihm ein Feuerzeug. Oder möchtest eine Schere und die sagen, ey, wir können nicht mit der Haarschneideschere irgendwelche Sachen schneiden. Du gehst raus, kaufst eine Schere für den Laden. Oder leerst den ganzen Tag den Müll aus oder reinigst die Kaffeemaschine. Keiner hat dir das gesagt. Du chillst seit 5 Tagen bei uns und machst so eine Sachen, wo 0,0 selbstverständlich sind. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du hier sitzt und dass wir dir auf dem Weg helfen können. Das Einzige, was uns Steine in den Weg legen würde, ist dieses Finanzielle, ja, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt so und so viel Euro pro Nacht für das Hotelzimmer nehmen, weil eine Wohnung bekommen wir jetzt nicht sofort, ja. Für eine Wohnung brauchen wir einen Ausweis, für eine Wohnung brauchen wir ein paar andere Sachen, aber wir sind jetzt aktuell im 7 Days Hotel und das war eine ehrenhafte Aktion von 7 Days, dass du bis sonntags drin bleibst. Jetzt liegt es am Finanziellen, ja. Und das Krasse ist, dass meine Community, also ihr Leute, mir schon oft diese Nachrichten geschrieben habt, hey, wo können wir Geld spenden? Ich möchte Geld spenden, bitte, bitte und so. Ich möchte nicht mal, dass jemand 10, 20 Euro spendet oder irgendwas. Sagen wir mal, das Video schauen 100.000, 200.000 Menschen, ja. Alle, die einen PayPal-Account besitzen, alle nur einen einzigen Euro überweisen. Stellt euch einfach vor, welche Summe wir erreichen würden. Es ist nur 1 Euro. Und wenn wir sowas bewegen, Leute, also es kann sich jeder glücklich schätzen, ein Teil davon gewesen zu sein. Und 1 Euro ist nicht viel. Also wir gehen diesen Weg und Leute, ich bin gespannt auf euren Support. Wir haben Freitag und ab Sonntag müsst ihr aus dem Hotel raus. Also Leute, wir zählen auf euch.